Ja, schönen guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Heute auf unserem Cargold-Kanal wie immer neuer Film. Mercedes 3,5 Coupé, das war in den 70er Jahren das größte S-Klasse Coupé, was es gab. Das ist gebaut worden von 1969 bis 1971 als 8-Zylinder. Und wir haben hier einen 3,5 Liter mit 200 PS. Ein legendäres Auto, was eine ganz hohe Fertigungsqualität noch hatte, viele Handarbeit dabei. Der Wagen hat damals um die 30.000 Mark gekostet, weil was teuer war, eine Menge Geld gekostet hat. Und die Autos, die waren höchstwertig ausgestattet. Schaut euch mal dieses tolle Wurzelholz hier an. Wobei das ist zwar noch das Originale, ist aber schon mal überarbeitet worden, war aber von höchster Qualität. Und ich finde besonders hier bei unserem Auto, die Holzmaserung ist traumhaft schön. Das soll Paul euch mal kurz zeigen, wie toll das aussieht. Hier der Handschuhkasten, daneben die VDO-Uhr, die klassische hier. Er hat das Becker Mexiko Kassette. So ist er seinerzeit auch ausgeliefert worden. Und hier oben steht die Frost, daran merkt man, das ist eine amerikanische Auslieferung in 1970 gewesen. Wagen war sehr gepflegt, ist von unten neuwertig und ist dann vor ungefähr 8 Jahren nach Deutschland gekommen und ist dann bei einem bekannten Mercedes-Oldtimer-Händler restauriert worden mit vielen Belegen. Da ist nicht alles gemacht worden, aber sehr viel und das ist sehr gut gemacht worden. Er hat einen wunderschönen tabakbraunen Lack. Diese tabakbraune Farbe hat er auch gehabt bei Auslieferung seiner Zeit. Er ist also in den Farben, wie er das Werk verlassen hat. Wir machen das ja grundsätzlich so, dass wir die Originalplättchen dann auch drauf lassen, weil man muss ja immer wissen, was war mal original beim Auto. Das ist auch das, was immer wertvoller und wichtiger wird. Es gibt ja manchmal Farben, die gefallen nicht jedem. Und wenn man dann andere Plaketten drauf tut, dann ist das so ein bisschen verfälscht. Also man muss eigentlich immer wissen, wie der Wagen mal geboren wurde. Wir haben die Originalplakette vorne drin, das zeigen wir euch nachher. Soweit ich weiß, auch Matching Numbers. Er hat hier die teure Bär-Klimaanlage. So steht er auch in der Datenkarte. Er ist mit der Bär-Anlage ausgeliefert worden. Und wir haben im Moment hier gerade alle 4 Fenster unten und ihr könnt sehen, es zieht überhaupt nicht. Das ist das Tolle beim Coupé, der hat keinen Mittelpfosten. Ihr seht das an meinen Haaren, völlig zugfrei. Man kann durch die großen Sessel ganz entspannt genießen hier. Das ist ein absoluter Cruiser. Und durch diesen großen Kofferraum und durch diese wirklich sehr erprobt erfolgreiche V8-Maschine kannst du auch 1000 Kilometer am Tag fahren und mit einer ganzen Familie Reisen machen. Das ist mit dem Wagen ist das möglich. Man kann in südliche Gefilde, nach Italien zum Beispiel, das kann man alles nicht mit jedem Oldtimer machen. Mit einem 3,5 Liter Coupé ist das überhaupt kein Problem. Und gerade er hier, das ist alles gecheckt worden bei Mercedes. Der Wagen ist für an die 180.000 angeboten worden letztes Mal. Und wir freuen uns, dass wir euch das Auto heute für 127,5 offerieren können. Das ist für ein gutes 3,5 Liter Coupé wirklich ein sehr, sehr anständiger, spannender Preis. Hat übrigens eine Servolenkung, man merkt das, wenn man hier rumfährt. Hier sind die Tachometer, die sind ausgewechselt worden. Das sind deutsche. Kann man sehen, da steht kmh von VDO bis 240. Spitze waren 205 bei dem Auto, also der Wagen war relativ schnell. Dann haben wir hier das Kombi-Instrument. Das ist noch das alte, kann man hier vorne so ein bisschen sehen. Hier ist die Temperatur, das haben sie nicht ausgewechselt, aber das ist ausgewechselt worden. Ja, und hier Drehzahlen bis über 6000 kann man ihn drehen, er ist sehr drehfreudig. Und die V8-Maschinen mit 3,5 Liter sind als sehr, sehr stabil bekannt, gehen wenig kaputt. Oh, jetzt zieht gut ab. Ja, das ist die berühmte Baureihe 111. Die hat man angefangen 1961 zu bauen als Mercedes 220 SE Coupé und dann nachher auch als Cabriolet. Der Wagen ist 10 Jahre lang gebaut worden, war ein absoluter Erfolg bei Mercedes, vor allen Dingen auch was die Fertigungsqualität angeht. War noch zum größten Teil Handarbeit, das hat sich ab 1971 dann geändert. Aber ich muss da mal eine Fliege wegtun, eine Biene ist das. Bienen finden das gut. Also was bei dem Auto sofort auffällt, er hat einen wunderschönen Lack. Schaut euch das mal an, wie schön der lackiert ist. Der hat auch auf ganz tollen Flächen ist das aufgetragen worden.
Und wenn man sich hier die entscheidenden Punkte anguckt, das ist immer hier, wie die Türen zugehen, sitzt da Spachtel drauf oder ist das gerade? Schaut euch das mal an. Also an der Ecke könnt ihr hier sehen, das ist eine der wichtigsten Ecken bei dem Auto. Der Wagen passt perfekt zusammen. Auch der Chrom ist hervorragend in der Qualität. Ihr habt innen schon das Armaturenbrett gesehen aus diesem wunderschönen Wurzelholz mit dem weißen Lenkrad. Er hat eine Lenkradautomatik, 4-Gang. Wird ja heute auch wieder gemacht, hat 4 elektrische Fensterheber, das könnt ihr da vorne sehen, hat die teure Berg-Klimaanlage, kann man nur ganz schwer original nachrüsten. Also echt ist immer dann, wenn da auch das Bär-Zeichen draufsteht, Bär-Logo, klimatisiert sehr, sehr gut und die Autos, die seinerzeit nach Kalifornien oder nach Texas oder in diese warmen Bundesstaaten ausgeliefert wurden, hatten das natürlich. Wohingegen deutsche Coupés meistens verrostet waren durch das Salz im Winter und die hatten eben dann auch nicht diese schöne Ausstattung. Und ja, schaut euch das mal an. Man sieht das schon an der Linie, dass das ein wunderschöner Wagen ist. Hinten steht auch genau drauf, was es ist. 280 SE, S-Klasse E war Einspritzung, 2,8 Liter, aber mit der 3.5 Maschine, das ist der große 8-Zylinder mit 3,5 Litern Hubraum, originalen Hubraum, 8-Zylinder und 200 PS hat er gebracht. Das Auto läuft gut 200. Ist ein herrliches Reiseauto, verbraucht zwischen 12 und 20 Liter, je nachdem, wie man ihn fordert. Ist eigentlich ein Wagen zum Cruisen, den man schön 130, 140 fahren kann. Und schaut mal da rein, dieses hochwertige Armaturenbrett mit dem cognacfarbenen Leder. Er hat diese wunderschöne Vollausstattung. Und wenn man hier die Fenster alle 4 runter macht, dann kann man den herrlich zugfrei fahren. Es bläst einem überhaupt nicht ins Gesicht. Man braucht auch gar kein Schiebedach. Neue Reifen hat er, die schmalen Weißwandräder, die gab es damals auch bei dem Auto. Er ist von unten rostfrei. Und man kann auch sehen, das war ja so Ende der 60er Jahre oder Ende der 50er Jahre, gab es ja diese Flossen hinten. Die sind hier noch leicht angedeutet. Die hat es dann danach nicht mehr gegeben. Danach gab es dann die Baureihe 116, da war das dann vorbei. Hat auch vorne noch diese schönen Kotflügel mit diesem schönen breiten Kühler. Den gab es übrigens bis 1969 als Hochkühler, dieses Auto. Und ab 1969 September hat man daraus einen Flachkühler gemacht. Sind von den Autos gebaut worden insgesamt 4.200 Fahrzeuge. Wobei man kann sagen 2 Drittel, 1 Drittel. Also 2 Drittel waren Coupés und 1.200 sind Cabriolets gewesen. Die kosten heute zwischen 250 und 500.000 Euro, je nachdem. Und so ein Coupé bekommt man noch für einen vernünftigen Preis. Wie gesagt, unser Auto finde ich preislich sehr interessant, weil da ist sehr viel dran gemacht worden und auch wirklich in einem guten Zustand, was man nicht mehr erneuern muss. Beispiel hier vorne die Lampen, die sind exzellent im Zustand, wenn ihr euch das hier vorne anguckt. Ja, das müssen wir unterbrechen. Servus. Servus. Der Kühler befindet sich in einem vorzüglichen Zustand, da ist nichts kaputt. Es sind auch keine Steinstiege an den Lampen. Ich glaube, der Wagen ist nie schnell gefahren worden, wie auch der Chrom. Die Stoßstangen sind tipptopp. Also man muss dem Auto wirklich bescheinigen. Sagen wir mal, das ist ein 90% Auto, was eine ganze Menge ist. Wir zeigen euch gleich dann noch einen Motorraum. Aber auch diese Leisten hier, die extrem teuer sind hier unten, die liegen direkt an der Karosse an. Da müsst ihr mal gucken, da seht ihr dann auch, wie gut ein Auto wirklich gemacht ist. Schaut mal hier, von vorne bis hinten anliegend, perfekter Zustand. Spaltmaß Sitz, das habe ich ja eben euch gerade schon gezeigt. Und Interieur ist wunderschön. Der hat mal neues Leder bekommen, aber das ist eben auch das Leder, was er seinerzeit hatte. Nachteil bei den heißen Bundesstaaten in Amerika ist mitunter starke Sonne, Hitze, dann trocknet Leder aus und dann geht es halt eben irgendwann kaputt. Das Auto ist von 1970, das heißt, der Wagen ist mittlerweile fast 55 Jahre alt. Und dafür steht er toll da. Der steht auch richtig in den Federn, wie ihr hier vorne sehen könnt. Also wirklich ein exzellenter Wagen. So. Ganz kurz noch mal was zu diesem wunderschön gestalteten Armaturenbrett. Das entspricht ja exakt außen auch der Karosserieform, wie das hier so zuläuft. Dieses edle Holz, der gesamte Scheibenrahmen ist aus Wurzelholz, das könnt ihr sehen hier oben. Dann haben die ab 1969, früher war das hier noch eine Wurzelholzbrille, da hat man dann schon so ein bisschen begonnen zu sparen. Nichtsdestotrotz ist das gesamte Armaturenbrett hier aus Leder und das ist auch neues Leder, ist alles gut erneuert worden. Das hat jemand gemacht, der sich damit auch wirklich auskennt. Hier vorne ist die Heizungsanlage mit den Hebelchen, mit den entsprechenden auf-zu. Dann haben wir hier vorne einen Aschenbecher, der ist auch mal benutzt worden. Zu der Zeit hat man das oft gemacht. Hier ist der Anzünder für die Zigaretten. Dann hier vorne die Frost. Funktioniert. Klimaanlage lassen wir aus, weil das Auto jetzt im Moment überall unten hat. Und hier vorne
ist halt das Handschuhfach. Ihr konntet sehen, was das für ein edles Holz war, woraus damals die Autos gebaut wurden. Nicht? Also das war schon sehr, sehr hochwertig, ganz anders als heute. Hier vorne hat man noch so eine Auflage, also man kann das Auto auch mit 6 Leuten benutzen. Den Zweck hatte das mal, das ist also vorne 3, hinten 3. Dafür ist diese Sitzauflage hier unten drunter noch der originale Teppichboden. Mit Gurten übrigens ausgestattet, das Auto. Und da haben wir dann die 4 elektrischen Fensterheber. Das ist wichtig bei so einem Auto, damit man dann nicht immer aussteigen muss und hinten runterkurbeln muss. Elektrisch funktioniert auch wunderbar. Und da haben wir, wie gesagt, dann die Lenkradautomatik und ein fast neuwertiges weißes Lenkrad, was ich sehr, sehr edel finde, hier mit Pralltopf. Damals, das war der erste Pralltopf aus Sicherheitsgründen, schaltete sich oder schachtelte sich dann ja das Lenkrad praktisch, endlich das Lenkrad, die Lenksäule zusammen, damit man da nicht aufgepiekt wurde. Nicht? Hier sind da noch die Lüftungsöffnungen hier vorne und da gibt es noch ein kleines Schalterchen hinten für die Beleuchtung. Im Fond kann man vielleicht sehen, die ist jetzt gerade angegangen, funktioniert auch. Ja, ja, das ist ein Mercedes 3,5 Liter Coupé von 1970. Die sind nur 2 Jahre gebaut worden. Das ist ein sehr seltenes Auto. Und ich finde übrigens auch ein wunderschönes Auto, zumal der hier so gut im Zustand ist. Die haben hier sehr viel Geld investiert, das sieht man dem Auto an und es ist gut gemacht worden. Also was mich begeistert hat, das ist der tolle Lackauftrag auf dem Auto. Wenn man also sich von der Seite neben das Auto steht, das sollte man immer mal machen, da sieht man, ob ein Lack und eine Oberfläche vom Auto wirklich gut ist. Und die ist hier absolut perfekt. Also hier ist nicht nur der Lack perfekt, das heißt auch, dass der Metallkörper unten drunter sich in einem exzellenten Zustand befunden hat. Was mir dann eben noch aufgefallen ist, der Wagen hat ziemlich viel Power. Also wenn man da drauf tritt, der zieht richtig los. Guck mal hier. Man kann diesem 8-Zylinder eine ganze Menge Leistung abverlangen. Er hat wie gesagt 200 PS und selbst jetzt bei 100 Stundenkilometer, es zieht nicht im Auto. Finde ich absolut toll. Der Wagen hat genug Platz für 4 Leute. Also können ganz bequem 4 Leute reisen und wenn es mal eng wird, da passen sogar 6 rein durch diese Konsole hier in der Mitte. Dann hat er noch diese schönen Mittelarmlehnen, die extrem bequem sind. Wirklich ein Auto zum Cruisen. Kopfstützen hat er auch schon. Das hat damals nicht jedes Auto gehabt. Ich glaube, das ist erst ab 72 oder 74 Pflicht geworden. Sehr viel später. Er hat das auch. Ja, also rundherum ein wunderschönes 3.5 Coupé. Reinsetzen, losfahren, Spaß haben. Und wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass das Auto preislich hier wirklich interessant ist. Es ist viel Geld reingegangen. Ich meine, nichtsdestotrotz, der Wagen ist 50 Jahre alt, es kann immer mal was sein am Oldtimer. Das müsst ihr auch einfach wissen. Man muss für ein altes Auto immer 5.000 bis 10.000 Euro in der Tasche haben. Auf der anderen Seite hat man da ja in der Regel auch den Vorteil, dass die Preise steigen. Also wenn ich mir angucke, was der mal gekostet hat und was er heute wert ist, ist das für denjenigen, wenn er denn aus erster Hand gewesen wäre, ein tolles Geschäft gewesen. Und auch was die Umweltbilanz angeht, die Ökobilanz. Man fährt immer noch das Material von vor 50 Jahren, das ist nicht kaputt. Das ist mal restauriert worden und war so gut, dass man es behalten konnte. Da muss ich manches Elektroauto heute mal die Frage gefallen lassen, was eigentlich nach 50 Jahren mit diesen Autos ist. Auch andere moderne Autos, die sehr viel Computer eingebaut haben, sehr viel Elektronik. Was ist eigentlich mit diesen Autos nach 30, 40 Jahren? Es gibt so einige Mercedes-Modelle, die 30 Jahre alt sind, jetzt über die Kabelbäume kaputt. Die kann man überall austauschen, weil sie kaputt gehen. Kostet sehr viel Geld. Das ist bei so einem Auto hier immer noch nicht nötig gewesen. Also ich glaube, das ist noch der Originale und funktioniert wunderbar. Läuft schön, ne? Hat 4 Scheibenbremsen, bremst auch hervorragend, ist also auf einem sehr modernen Stand der Technik und hat dieses schöne Drehmoment. Also die 6 Zylinder aus der Zeit reichen von der Leistung auch, aber sie haben nicht dieses Drehmoment. Und die V8-Maschine ist dafür bekannt, dass sie seidenweich läuft. Das merkt man hier auch. Das ist ein sehr seidig laufender Motor, der Spaß macht zu fahren. Und man kann mit dem Wagen im modernen Verkehr heute ohne weiteres mithalten. Und man fährt halt was ganz Besonderes. Ich gehe davon aus, dass der absolut stabil ist, der Preis bei dem Auto, wertstabil. Lenkt sich auch gut, er hat ja Servolenkung, das muss er auch haben, weil die 8-Zylinder-Maschine vorne doch relativ schwer ist.
Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo diese Autos unterwegs waren in Deutschland. Es war was Besonderes, wenn man das gesehen hat. Da war man einfach stolz, so ein Auto zu besitzen, was sich auch, weiß Gott, nicht jeder leisten konnte damals, weil es diese hervorragende Qualität hat. Und ich persönlich finde, vom Design her, ist das einer der schicksten Coupés, einer der schönsten Designentwürfe überhaupt für ein Coupé nach dem Zweiten Weltkrieg. Auto ist einfach schön und es macht auch Spaß, hier zu fahren. Man sieht diesen schönen Stern da vorne drauf, er ist gut übersichtlich, man sieht links und rechts die Kotflügelecken. Und dann kommt bei unserem Auto noch diese gute Qualität dazu. Also echt ein schönes Auto. Kann man schön cruisen, so ein Auto, ne? Herrlich zu fahren, ganz toll. Läuft seitenweich, butterweich, fährt genau geradeaus, bremst genau geradeaus. Was er halt nicht hat, ist Airbag oder ABS und solche Dinge. Das gab es 1970, 71 noch nicht. Das hat man erst Ende der 80er, Ende der 70er Jahre erfunden, so 1979 ungefähr, im 6,9 Liter. Aber das war eine andere Zeit, da waren große Teile der Handarbeit vorbei. Also dass die Autos so edel waren, aus so edlen Materialien wie bei einem 111er, das war damals dann vorbei. Wurde wohl auch zu teuer, man merkt das ja heute, wenn man so einen Wagen restauriert. Das kostet ja gegen 200.000 €, ist extrem teuer. Man muss also gucken, dass diese schönen originalen Materialien noch vorhanden sind und auch gut erhalten sind. Wenn man das alles erneuern muss, ist das sehr, sehr teuer. Und man bekommt es auch gar nicht mehr richtig hin, weil viele Leute heute, also viele Manufakturen das gar nicht mehr drauf haben, wie zu der Zeit solche Autos so gebaut wurden. Und oft gibt es auch das Original Ledermaterial nicht mehr. Der Geruch ist dann nicht mehr in den Autos, wie es mal bei Daimler-Benz war. Also dieses klassische Liebhabergefühl aus einer vergangenen Zeit, was ich ja noch kenne, weil ich dann kleiner Junge war, gibt es in vielen Autos leider nicht mehr. Trotzdem hat man immer noch diese tollen Formen. Und für mich ist das immer wieder Freude am Auto, wenn ich mir heute alte Filme aus alter Zeit angucke. Ist es eine Zeit, die ist anders als heute. Ich meine, heute die Zeiten haben auch ein paar Vorteile, aber damals sind doch viele Dinge gewesen, die es heute einfach nicht mehr gibt. Das ist auch der Grund, weshalb wir die Filme machen und weshalb wir auch diesen schönen Zuspruch haben. Im Übrigen macht mir das immer wieder Spaß. Also so einen Wagen wie jetzt hier bei schönem Wetter morgens zu bewegen und wenn der dann auch gut in Ordnung ist und fährt toll, macht mir absolut Freude. Ist der Tag für mich gut begonnen, läuft auch gut. Ja, und das kann ich nur vielen von euch raten. Überlegt euch mal, ob ihr euch nicht mit einem richtig tollen Gebrauchs-Oldtimer ein bisschen entschleunigen wollt. Sowas kaufen, sowas genießen. Gibt auch nicht viele Neider. Viele finden das toll, die bleiben stehen, gucken so einem schönen Mercedes hinterher. Und ich glaube, dass diese Autos ihre Zeit noch vor sich haben. Das wird wieder kommen, weil wenn sie gepflegt sind, halten sie ewig. Es macht einfach Spaß, sowas zu fahren. Und dass es nur Elektro geben wird, ich glaube, das hat die Diskussion in letzter Zeit ja gezeigt, das hat sich erledigt. Elektro kann fahren, wer möchte, aber eben nicht nur. Das ist ganz wichtig. Man muss die Freiheit allen anderen Entwicklungen auch leisten und auch geben. Und alles, oder, na, lassen wir es jetzt. Ich habe genug gesagt dazu. Ja, da vorne ist Beuerberg. Jetzt werden wir euch noch mal ein bisschen was vom Motorraum zeigen. Was man hier vorne sehen kann, ist der Motorraum von unserem 3.5er. Und wenn man da reinguckt, sieht man, dass da viel dran gearbeitet wurde. Das ist alles in einem Top-Zustand. Hier vorne ist das Originalplättchen mit der Farbnummer, mit den ganzen Extras. Baureihe 111 könnt ihr hier vorne sehen, inklusive der Fahrgestellnummer, Farbnummer. Also da ist alles drin und das ist auch wirklich perfekt lackiert worden. Das kann man hier sehen und der ist hier vorne völlig rostfrei. Da vorne sind da ist die Fahrgestellnummer drin beim 111er, da müsst ihr gucken. Das ist übrigens immer wichtig. Eine gerade Nummer wie 026 bedeutet Coupé und eine ungerade Nummer 027 bedeutet Cabrio. Weil die Cabrios so teuer sind, haben viele das Coupé da abgeschnitten, daraus ein Cabrio gebaut. Aber die Nummern verraten das dann. Also hier ist die Originalnummer drin. Also das sieht hier alles sehr, sehr sauber aus. Egal wo man hier vorne guckt, das ist ein ganz, ganz gepflegter Wagen. Da ist die V8-Maschine in V-Form, könnt ihr sehen. Da ist die Einspritzanlage von Bosch unten drunter. Also auch hier die Krümmer, das ist alles neuwertig. Ne? Also in das Auto ist sehr viel Geld gegangen. Die sind normalerweise verrostet da, diese Krümmer. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist der Bremskraftverstärker, auch alles in einem Top-Zustand. Also man muss wirklich sagen, es ist ein sehr, sehr gepflegter Wagen. Es ist egal, wo man da hinguckt, das sieht alles sauber aus.
Und es ist bei Mercedes in Deutschland gemacht worden. Ich kenne Thomas Rosier gut. Das Auto ist bei Rosier Classic in Oldenburg gemacht worden. Die machen gute Arbeit, sind bekannt dafür, haben den Wagen dann auch verkauft. Also einfach ein schickes Auto. Ich mache jetzt die Haube zu. Ich denke, ihr habt euch genug angeschaut bei dem Wagen. Gut. Ja, liebe Freunde von Automobilen, Freunde von Freude und Freiheit. Wir haben hier wieder ein schönes Coupé heute gezeigt. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir werden das weitermachen. Wir machen immer so 2 bis 3 Filme pro Woche, wenn das passt. Und wenn ich mal Fehler mache, bitte seht mir das nach. Wir haben ein sehr großes Spektrum an guten Autos. Ich kann nicht immer alles perfekt wissen, aber wir haben tolle Akten zu den Autos. Und wenn ihr Nachfragen habt, ruft uns bitte an 080 36 und dann die 70 04. Wir haben insgesamt 17 Kollegen und da kann euch jeder die Antworten geben, die ihr braucht und gerne haben möchtet. Und wer echt Interesse hat, der darf mit so einem Wagen hier dann auch mal fahren. Und also das ist sicherlich ein besonderes Angebot. Das gibt es nicht an jeder Ecke zu finden, hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und fährt wirklich vorzüglich. Also, alles Gute, bis zu meinem nächsten Film. Euer Stefan und ciao.